Formen är enligt Goethe och Schiller något som övervinner materien. Theresienstadt var och är för mig en skola i form. Tidigare, då jag inte kände det materiella livets tyngd, därför att bekvämligheten, denna civilisationens magi, trängde undan den, var det lätt att skapa vackra former. Här däremot, där man också i sitt dagliga liv måste övervinna materien genom form och där allt konstnärligt står i en sån total kontrast till omgivningen. Här är den verkliga mästarskolan. He had a very, very clever face. He looked straight in your eyes. And as I said, he was very serious. He kissed the hand when he was introduced to a woman, very polite. He was very, very cultured and knew a lot, not only music, everything. Es waren keine Möglichkeiten, damit man sich gut bügeln und alles. Aber der Ullmann war immer adrett, wissen Sie, immer so irgendwie perfekt ausgesehen hat er. Dieses Werk also, die 7. Klaviersonate, die er seinen Kindern widmet, Max, Jean und Félix. Er schreibt es auf Französisch. Sie hatten natürlich deutsche Namen, Max, Johannes und Felicia. Und rührend eigentlich, das Recht der Aufführung bleibt den Komponisten bei Lebenszeit vorbehalten. Und er schreibt das am 22. August 1944, das heißt ungefähr 2 Monate vor seinem Tod. Und man kann sagen, angesichts seines Todes auch. Youth, young man, maybe not childhood exactly. I don't know that he sat down and said, well, the Theresian clock is running out. I've written 6 sonatas. I'd like to write 1 more sonata. I conceive of it as a symphony because the score is full of instrumentation indications. Let's make it my kind of Schwanengesang and let me put into it as much as I can of my Viktor Ullmann's musical cultural life. The first association that comes to mind really throughout the first movement is Gustav Mahler. And it's felt in the 7th sonata, in the first movement in particular, by these 2 associations. In the Songs of the Wayfarer of Gustav Mahler, we have in, I think it's the 2nd song, the following theme. And so on. It's a kind of very lyric, very jaunty type of melody that one might whistle. At the opening of the 7th sonata, you have such a theme. And if you put the accompaniment together with it, it's even more the atmosphere of Gustav Mahler, I believe. Ullmanns Eltern waren Maximilian Ullmann und dessen Frau Malvine Ullmann, die aus einer Wiener Familie stammt.
Die beiden haben sich in Wien kennengelernt, denn Maximilian Ullmann war schon seit seiner frühen Jugend beim Militär. Ullmann, der nicht in einem jüdischen Milieu aufwuchs, sondern in einer ganz katholisch geprägten Umgebung. Und diese Prägung setzte sich auch während seiner ganzen Schulzeit fort, sowohl während der ersten Schuljahre in Teschen, als auch später in Wien, als er dort Schüler des Rasumowski-Gymnasiums wurde. Viktor Ullmann war von 1907 bis 1916 Schüler dieses Hauses und hat alle sämtlichen Klassen des Gymnasiums, also 8 Jahre, hier verbracht. Er ist dann im Mai 1916 direkt von der Schule in den Krieg gezogen und an die Front geschickt worden. Eigentlich war die Schulzeit noch nicht abgeschlossen, aber alle Schüler, die sich freiwillig meldeten, alle diese Schüler also bekamen die Möglichkeit, das sogenannte Kriegsabitur zu machen. Er hat vor allen Dingen an der Isonzo-Front in Italien gekämpft und hat dort auch eine Tapferkeitsmedaille verliehen bekommen. Wenige Tage eigentlich bevor der Waffenstillstand geschlossen wurde, also am 28. September, wurde ihm eine Urkunde zugestellt, auf der geschrieben stand, dass er zum Leutnant der kaiserlich und königlichen Armee der österreichischen Monarchie ernannt worden war. It is known that his father was a born Jew, but converted in order to advance as an officer in the old Austrian army. In the same way that musicians, as Mahler and Schoenberg and others, in order to advance artistically, did such a conversion. Der Vater wollte gern, dass er das Jurastudium beendet, damit er einen angesehenen, soliden bürgerlichen Beruf ergreifen konnte. Und das war der Maßstab für den Sohn. Daran sollte sich der Sohn später auch messen. Aus diesen unterschiedlichen Vorstellungen ergaben sich dann wohl sehr ernsthafte Konflikte, als Viktor Ullmann nämlich 1919 nach seinem Eintritt ins Schönberg-Seminar ihm doch wohl klar geworden war, dass er sein Leben als Musiker führen würde. Inget utövande av konstnärligt skapande är till sin effekt på publiken så problematiskt som det musikaliska. Det visar sig i det motstånd som den moderna musiken alltid rönt, och det i högre grad än alla andra konstyttringar. Detta motstånd växer sedan Mozarts tid och tycks idag ha nått sin kulmen. Ty aldrig har klyftan mellan modern musik och publik varit så stor och omöjlig att överbrygga som idag. Mästarnas kompositioner väcker inte bara missnöje, utan de viktigaste blir inte ens uppförda. Fast man sedan Beethovens tid hade kunnat lära sig en del av historien om bortstötandet av det samtida geniet, rasar idag en strid om Schönberg som i fanatism vida överträffar alla dispyter som funnits hittills. Vår tids främlingskap mellan musiker och publik tycks inte minst bottna i en allmän nedgång för kulturen. Die Konfliktlage zu Hause verschärfte sich nicht nur durch die dauernden Diskussionen um das veränderte Berufsziel des Sohnes, sondern auch dadurch, dass Ullmann nun eigentlich überstürzt seine Heiratspläne mit dem Vater diskutierte.
und dass dieser Konflikt auf einen endgültigen Punkt schließlich noch dadurch gebracht wurde, dass er Wien verließ. Unmittelbar nach der Heirat im Mai 1919 zog er nach Prag. Es offenbar nicht nur das musikalische Klima der Stadt Prag war, das für Ullmann zu der Zeit besonders attraktiv war, sondern eben diese ganz neue Erfahrung der Toleranz, der Modernität, der neuen Staatsform, wie sie in der tschechoslowakischen Republik praktiziert wurde. Obyčejný trojzvuk znáte. Se čtvrtonovým zvýšením nebo snížením zní přece trochu jinak. Ullmann hat zunächst die Kapellmeisterlaufbahn eingeschlagen. Nur als Komponist zu leben, wäre zu dieser Zeit sicher sehr, sehr schwierig geworden. Und da er sozusagen eine Doppelbegabung war, sowohl als Komponist als auch als Kapellmeister, nahm er diese Chance, als Chordirektor und Chorrepetitor bekam. Außerdem hat Ullmann sich mehr und mehr Alban Berg als Vorbild anzuerkennen und sich mit Alban Berg zu beschäftigen. Atonalitet är det musikaliska förverkligandet av mänsklig frihet. Här har man nått slutpunkten för en utveckling där allt gudomligt i musiken tystnar. Nu skapar människan musik ur sig själv. Det kosmiska klingandet har tystnat, dött. Musiken står inför intet. Kommer han att hitta en väg igenom till en ny, fri, kosmisk förbundenhet? Alban Berg har hittat vägen. Vägen mellan reaktion och revolution, mellan dogmer och kaos. Hans starka, lysande konstnärsanda visat honom vägen mellan ytterligheterna. På ett nytt och innerligt sätt har han förbundit sig med sin musik. He's talking about Berg, but he might as well be talking about himself, because it really reflects what one sees in his music and hears. That for him, the total removal of key-centered tonality in the music was the equivalent of the removal of God from man's universe. Ullmann ist ja römisch-katholisch getauft und erzogen worden, aber im Jahre 1925 ist er zum protestantischen Glauben übergetreten. Im Frühjahr 1940 wieder zum katholischen Glauben rekonvertiert ist. Man weiß also über diese Hintergründe sehr, sehr wenig, aber bekannt ist, dass er eben ab 1929 sich konsequent der Anthroposophie zugewendet hat. He was very Christian in his outlook, neither in his music, certainly before the war, before Theresienstadt, nor in his writings have I been able to detect the slightest trace of any Jewish identification or association at all. I met Ullmann, I met him at parties or so. I heard him play the piano, accompanying singers. He was a very quiet person. He seemed to be always serious. I can't remember that I saw him laughing. But he was a sort of a nobleman. In the second movement, he does a self-quote from his 1935 opera, Der Sturz des Antichrist, The Downfall of Antichrist.
Er war sicher kein Mensch, so wie man sich manche Künstler vielleicht vorstellt, die weltfremd, weltabgewandt gelebt haben. Ich denke, er war ein sehr wacher Beobachter seiner Zeit. Dieser Eindruck und dieses Erlebnis des Nationalsozialismus, auch dieses Gefühl, zum ersten Mal ein Verfolgter zu sein, auch als Jude, auch als Anthroposoph ein Verfolgter zu sein, hat ihn wohl die ganze Zeit während der 30er Jahre nicht losgelassen. Und sicher ist die Beschäftigung mit dem Textbuch Der Sturz des Antichrist eine Reflexion auf dieses Erlebnis. Warum sind wir gefangen? Weshalb schweigen? Nicht die Natur überwindet, wurde gefesselt ich. Wort verkündet, muss verstummen. Er sah die Verantwortung und die Tatsache, dass er sich der Verantwortung stellte. Und die besondere Bedeutung der Oper liegt in der Perspektive. Während alle übrigen Bekenntnisopern aus dem Blick der Vergangenheit ihre Handlung entwickeln, hat Ullmann seine Konzeption in die Zukunft verlegt. Gefragt, was ihr schon wisst, der Regent will uns vernichten. Gesinnt euch auf das Ziel, das ihr gemeinsam habt. Es ist die Aufgabe unserer Gemeinschaft, die Gegensätze zu besiegen. Vermögen wir den Abgrund zwischen den Äußeren und den inneren Leben nicht zu überbrücken, so verfallen wir dem Usurpator. Ich kenne euer Gedanken, was ihr denkt, ist nicht in euren Mienen. Ihr fragt mit ihm, meine Taten geben Antwort. There is a leitmotif, there's a leading motive in here which is associated really with the regent. It comes very, very often. Now, reminding again, those are the notes, and then these harmonies. Here's how it comes in the middle of the March Movement, 7th Sonata. Eure Kräfte leihen. Willst du die Himmelsreise wagen?
Ich will das Raumschiff prüfen. Willst du die Erdennahrung segnen? Ich will das Brot versuchen. Willst du mit deiner Kunst mein Werk verherrlichen? Du stellst dich gegen mich. Ich sehe dich im Mantel des geraubten Sonnengoldes. Enligt vårt sätt att tänka är en moraliskt, socialt och andligt högtstående kultur också i stånd att skapa fulländad musik. Enligt de kinesiska mästarnas läror är det just tvärtom. Det är musiken själv som påverkar det andliga livets alla områden, ja till och med det offentliga livet. Musiken är inte bara värdemätaren för en kultur, utan den påverkar också dess värde, den skapar eller förstör det. Redan Platon i Staten hävdar att musikens förfall medför de goda sedernas, ja även statens förfall. Ullmann war Realist genug, um zu sehen, dass Gefahren lauerten. Und deshalb hat er während seiner letzten Auslandsreise 1938 nach England, nach London zum Musikfest und nach Dornach anschließend Gespräche geführt, in London mit seinen Musikerfreunden, in Dornach mit den Menschen der Anthroposophischen Gesellschaft. Es scheint aber so, als ob keines dieser Gespräche einen Anhaltspunkt für eventuelle Emigrationspläne ergeben hat. Ullmann selbst ist dann ja nach Prag zurückgekehrt und dann schnappte die Falle zu. Prag i september 1938. Kära Shanti, du är så väl insatt i alla förutsättningar för detta brev att jag genast kan uttala den stora bön som du redan känner. Meddela mig på idag snabbast möjliga sätt om du kan råda mig och min familj att komma dit där du är. De närmare omständigheterna känner du ju till. Jag har 3 små barn, den äldste är 6 år. Jag vore väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig. Din gamle Viktor. Noch bevor die deutschen Truppen einmarschierten, hat er seinem alten Freund Josef Travnicek einige Briefe geschrieben. Und Ullmann hat von ihm erhofft, eine Möglichkeit und Hilfe bei der Immigration nach Südafrika zu bekommen. Johannesburg 28/9/38. Käre Viktor, vad gäller Sydafrika är en invandring hit bara möjlig efter ansökan hos regeringens representant i Berlin. Judars ansökan avslås. Bortsett från det är det förbjudet att invandra för de som i sitt pass anger musiker som sitt yrke.
Även om det stod i min makt att genast få det hit så skulle jag tycka att det vore fel. Eftersom utsikten att förtjäna sitt levebröd är lika med 0. Din vän, Josef. When he was one of the conducting assistants of Alexander Zemlinsky at the new German opera in Prague from 2021 to 26. He also was responsible to prepare operettas. Now, I believe it's in the article of Max Bloch, who studied with him, that he said he really didn't like these operettas very much. And so it's all the more curious, perhaps just a very human nostalgia for something of those early times, that he quotes a little waltz from the Opera Ball, which was composed by Richard Heuberger, the Austrian operetta composer, in the year of Ullmann's birth. And if we recall that the little waltz motive of Heuberger was now we find those same notes in the bass. And then we find that this figure, he treats in the following way right down to the ending double bar of the trio itself. And it's a painful nostalgia. It's a real wrenching of a memory that must have somehow filtered over those years, even though he had expressed distaste for the operettas, become very precious, very important to him. And of course, not only from the notes, which in any case we would recognize it as being a quote of the Heuberger, but here we see written in his small handwriting, the Opernball von Heuberger. It's written there, it's absolutely clear. Putting it all together, it comes out in an approximation a little bit like this. The day that Hitler came to Prague is an unforgettable day. It was cloudy, dark outside. It was like the world would perish. We couldn't go to any concert anymore, and of course not giving concerts. So there were lots of house concerts. Das war in einer Wohnung unserer Freunde. Und es war alles geheim, aber es waren so viele Leute eingeladen, dass es ein großes Risiko war. Ja? Wohin gehen so viele Leute in eine Wohnung Sonntag? Die Leute waren schrecklich begeistert. Und ich muss sagen, die professionelle Qualität der Interpreten war vielleicht noch größer als bei den öffentlichen Konzerten. And in this time I met Viktor Ullmann. He came twice or 3 or 4 times and listened to our concerts. It was really an island in this time. People were lucky to come and forget about everything.
Ullmann was a very shy man, and I always compare him with Kafka, whom I knew. I knew Kafka. And this Kafka was ashamed to live, to be here on this planet. And a little bit Viktor Ullmann as well. He was ashamed a little bit. And as he would like to excuse himself that he is here. Den man schon seit Jahren nicht gesehen hat. Denn er hat sich in seinem Palast eingeschlossen. Ganz allein, um besser regieren zu können. Hallo, hallo! Wir beginnen. When we came to Theresienstadt, we assumed that we would be working and vegetating under the worst possible conditions, but we did not anticipate mass murder. Ullmann's attitude was, we don't want to be victims. We want to be active people here in Theresienstadt, and we want to make the best use of the time we are spending here. Culture is not something added to a human being's life. Culture is something that enables you to survive. Culture was one of the most vital elements in Theresienstadt. My view of the square of Theresienstadt, my houses have no windows, no doors, because that further I tried to express that it isn't a town like other towns are, but that it is a prison. Viktor Ullmann was a very, very serious artist. He was a compositor of first category. He was something what can't be born every day in the week. Und weil in Theresienstadt die Kunst so eine große Wirkung gehabt hat für die Leute und so große Werke entstanden sind, und wenn ich weiß, dass das eigentlich eine Illusion des Lebens war, ich kann bis heute nicht nach Theresienstadt fahren. In Auschwitz war schon ganz klar alles. Aber da war noch immer die Hoffnung und die Illusion. I took some music with me, but it was in the luggage, so I didn't get it. It was a wohltemperiertes Klavier by Bach. That was the only book I took with me. So I had some little hope that there would be a piano.
But when I walked from Auschwitz to Theresienstadt, I didn't think of I couldn't imagine that I would give concerts there, of course. Even before being deported to Theresienstadt, Jews had to give up their musical instruments. All the instruments were illegal. But nevertheless, somehow the Nazis planned to turn Theresienstadt into something like a Potemkin village, a gigantic illusion planned for the world. So they were not really interested in suppressing culture entirely. Das war organisiert, ja. Dort hat auch Ullmann komponiert. Und dort war nicht nur ein Pianino, ein Sessel und ein Tisch. Und glücklich, wo sie alleine waren, ganz entfernt von den Leben. Und dort haben sie die herrlichsten Werke geschrieben. Das war eine fantastische Kraft, sich aus denen herauszuziehen und sich konzentrieren auf die Schaffung. There was the ethic of the school. There stands this so-called instrument. I was working in a factory, and so I was allowed every day to go there for 1 hour and play. I believe the Freizeitgestaltung organized for every musician half an hour. So my hour was between 10 and 10:30, and after my hour came Hans Grasser. And he came always a little bit earlier and was listening when I was playing. I tell you, this enthusiasm we had and the thankfulness we could play gave us the strength and the memory and the dexterity in hands and everything. I believe we played very well in this Theresienstadt. We played well. There was a violin which actually didn't belong to me, but belonged to a boy from Germany. And he was not a serious violinist, but he liked to play the violin. And we were told to share it, and I felt very bad because it was his violin, and I really wanted it, and I wanted it actually more than I deserved it, you know. Because I was a professional by then, so I would have liked to practice 8 hours a day, and of course he wanted to play too. Eventually, instruments were available, but for me, no good violin was there, so I played on a converted small viola, an Eberle viola, which was strung up as a violin for me, and evidently sounded like a trombone, but it was better than what was otherwise at disposal for me. Man stellte die Transporte oft alphabetisch zusammen. Und so kam es, dass in dem Transport nach Theresienstadt Ullmann mit seiner dritten Frau Elisabeth eingereiht wurde. Seine zweite Frau Anna und der älteste Sohn Maximilian sind schon etwa ein halbes Jahr vorher nach Theresienstadt gekommen. Der jüngste Sohn Paul ist noch als Kleinkind in Theresienstadt 1943 gestorben.
Tak já jsem v Terezíně, když jsem tam přišel, tak jsem začal dost těžce pracovat. A sice dělal jsem u popelářů a vozil jsem mrtvoly do krematoria. Bylo to hrozný, poněvadž, to víte, já jsem k tomu nebyl disponovaný, abych vozil každý den vozy plný mrtvol. A jednou jsem takhle vez ty mrtvoly a proti mně jde kamarád z Prahy, který mě říkal, heleď, my tady máme Freizeitgestaltung, to znamená, že hrajeme divadlo, dělají se tam přednášky a děláme kulturní život. S Ullmannem jsme se znali dobře před válkou a když jsem přišel do Terezína, on už tam byl a velice psal kritiky na účinkování. Existuje dneska celá brožura, kde jsou kritiky i na můj koncert a na tom, co jsme dělali. Den mångsidigt begåvade sångaren Karel Berman har levererat sitt mästarprov. Om man redan inledningsvis bör tacka honom för det utsökt välkomponerade programmet, så måste man också omedelbart tacka Pavel Haas för hans vackra gåva, hans 4 sånger efter kinesisk diktning som uruppfördes denna kväll. Många kanske frågar sig varför man alls måste skapa ny musik. Men faktum är att det finns en hemlig kraft som helt enkelt tvingar en produktiv människa till att skapa. Framtida generationer kommer också att vilja ha sin egen musik, inte vår. När Alice Herz Sommer sitter vid pianot upplever vi ett naturligt, klart och intensivt spel, liksom stunder, ofta hela satser av verklig storhet och äkta kongenialitet med kompositören. Att reproducera innebär för henne verkligen att återskapa, det vill säga ett slags identifikation med verket och dess skapare. Den begåvade och läraktige Paul Kling debuterade här framgångsrikt på violin. Någon enstaka gång kunde man kanske önska sig att stråkinstrumenten skulle ta i lite mer kraftfullt och oförskräckt. Uppenbarligen har våra unga och ytterst lovande musiker inte något riktigt begrepp om hur man musicerade på den gamla goda tiden. En kritiker prisade en gång Mendelssohns spel och talade om handens lätthet, om säkerheten och klarheten, om glöd och fantasi. Egenskaper som också samtliga skulle kunna gälla för uttolkaren Edith Steiner-Kraus. Man kan knappast föreställa sig denna sonat vackrare om den så hade framförts av den unge Mendelssohn själv. It was a feast, it was a holiday, it was a prayer, I would say. It was not an ordinary concert, it was like you went in the church or in the synagogue, see, this concert. It was a privilege. Viktor Ullmann was a very, very brilliant person who excelled by being extremely patient, except when music was concerned. Then he was extremely short-tempered, and I remember his getting very mad at me because I failed to understand something he had written, and his third wife tried to calm him down and saying, Victor, please don't get mad. You don't have musicians like Pablo Casals here. The music to François Villon's poetry was
proof of his ability to write very popular music, something that gets stuck in your ear and you are incapable of getting rid of the melody. The text is about a pirate who gets caught by the king's navy. And he, as a pirate, is being sentenced to death. And upon this sentence he says, "Why do you call me a pirate? If I had a crown, I would be a king." And the act of piracy would have been part of warfare. Achtung, Achtung! Im Namen seiner Majestät des Kaisers Overall. Wir zu Gottes Gnaden, overall der einzige Ruhm des Vaterlandes, Segen der Menschheit, Kaiser beider Indien, Kaiser von Atlantis, regierender Herzog von Arphir und wirklicher Truchsess, der Astarte, Bundverjäger, Kardinalfürst von Ravenna, König von Jerusalem. Zur Verherrlichung unserer göttlichen Natur. What Ullmann writes at the top of his manuscript in the final movement, fifth movement of Sonata number 7, is Variationen und Fuge über ein hebräisches Volkslied, Variations and Fugue on a Hebrew folk song. Why does Viktor Ullmann, assimilated Jew who's not really Jewish, who's Christian and anthroposoph, who has no overt evidence of anything Jewish identity other than Jewish wives, who has nothing in his music from before the way to indicate any kind of Jewish self-identification, suddenly come up in Theresien with this overtly Zionist song and give it such prominence, such a high profile as the subject of the last movement of his final piano sonata? Well, the fact is that he used it. Thematically, it does relate to some elements in other movements, and he takes that and then makes a transformation in two ways and uses it as the basis of the subject of a fugue, which is the apotheosis, the culmination of this movement. Now, let me show you a little bit how it works. The melody that he takes is, in fact, the Slovak national anthem. The Slovak national anthem goes like this. Now, it's the same notes as Rachel, the same key and so on, but what does he do? He takes it and he puts it into the major mode, gives it a very incisive rhythm, and here comes the fugue theme. Okay, the association is very, very clear. Now, apparently, Ullmann had some hesitation in making the major mode fugal version of the Zionist folk song, which is so parallel to the Slovak national song, which is in fact prohibited to sing or think or whistle or perform or anything in the camp. And so you see in the manuscript that where he had written in the third bar, he then erased the third note, and the change makes, he's covering his tracks.
Theresienstadt den 1 juni 1943, västaringenjör. Jag har nu levt i 9 månader i gettot och skrivit följande. Musik till Aeschylus Prometheus, musik till François Billon, stråkkvartett nummer 3, 10 jiddiska och hebreiska körstycken. Jag håller på med stråkkvartett nummer 4 och en sonat för klarinett och piano. Av dessa verk har inte en ton hörts i gettot. Nyligen kom det tryckta partituret i min pianokonsert. Den kvinnliga pianisten som hade skaffat sig noterna tänkte glatt börja med instuderingen. Jag själv skulle spela orkesterpartiet på ett andra piano, men jag hörde just att man tvingar pianisten att spela Mozart istället för att uruppföra min pianokonsert. Så besannas en arisk tidnings ironiska förebråelse att det inte finns någon judisk musik, eller att vi i varje fall inte uppför den. Writers, philosophers, scientists worked at an incredible speed and with an incredible intensity. People have the feeling, I have to accomplish certain things. And as I said, Ullmann was no exception, but Ullmann being probably, or perhaps, the most sensitive and deep of all the characters I've met there, realized somehow the magnitude of the whole phenomenon called Theresienstadt. And that was one of the reasons why he wrote The Emperor of Atlantis. Podívejte se, to bylo tak. My jsme Kaiser von Atlantis studovali. Není to lehký, je to velice těžká opera s nádhernou muzikou. První slova v té opeře jsou halo, halo a to je znamení smrti, které složil Josef Suk v Azraelu, jo? A když umřel prezident Masaryk, tak tohleto ta se hrálo celý den nepřetržitě v rozhlase. Jako to byl anděl smrti. What I remember was that we were already nervous because talk about transport was going on. I don't know when the first transport started, whether it was during our rehearsals or whether after it already had been cancelled. Because at one point the story was there won't be any performance, so no more rehearsal. There was great confusion, and then there was really great anxiety. Everybody felt something is not what we thought. We just go to a labor camp or something. We knew there was something more serious about it. Jednoho dne při posledních hlavních zkouškách tam přišla komise SSáků. A když slyšela to, co my jsme zpívali, tak to musela zakázat, poněvadž to šlo přímo proti Hitlerovi. Ullmann ist mit dem Transport vom 16. Oktober nach Auschwitz gekommen. Ich bin mit meiner Mutter auch im Oktober 1944 nach Auschwitz gekommen. Gideon ist am nächsten Transport mit Krasa und Ullmann und die ganze. Und ich bin an die Rampe mit meiner Mutter gegangen. Wir haben nicht gewusst. Alles war immer in Ruhe. So waren die Juden brav. Voll Hoffnung und nicht, die Fantasie hat aber Grenzen. Man kann sich das Inferno nicht vorstellen.
Att räkna upp mina nya verk tycks mig lika meningslöst som att konstatera att det inte gick att spela piano i Theresienstadt så länge det inte fanns några instrument. Även bristen på notpapper är ointressant för framtida generationer. Det som däremot är värt att framhålla är att min musikaliska förmåga snarare främjades än hämmades i Theresienstadt, och att vi på intet sätt blott satt och grät vid Babels floder, utan att vår vilja till kultur helt och hållet motsvarade vår vilja till liv. Och jag är övertygad om att alla som på detta sätt bemödade sig om att i livet och konsten avtvinga den motsträviga materien en form är beredda att ge mig rätt. Det är en besvärjelse. Men att sluta en sonat i ett koncentrationsläger i sällskap med den dagliga döden på det här viset,